Und so sitzt man Frankfurt Flughafen auf dem Weg erst nach Island, dann nach Minneapolis, um die Regionals dort am kommenden Wochenende zu spielen. Was? Wie gut ist das denn? Ich habe mein Boba-Deck wieder zusammengekriegt und von daher schauen wir mal, wie weit es uns denn dort drüben trägt, nachdem wir über den großen Teig geflogen sind. 1-2 Stunden noch bis zu meinem Flug und dann schauen wir und hoffen wir, dass wir den Anschluss in Island bekommen. So. Das ist anders gelaufen als gedacht. Den Flug nach Minneapolis knapp um 10 Minuten oder so verpasst. Das heißt, ich werde die Nacht auf Island verbringen dürfen, auf Kosten der Fluglinie. Ist okay. Man kommt ja auch sonst nicht dazu, irgendwie mal nach Island zu fahren. Ist jetzt halt nur eine Nacht, aber die Luft hier ist der Oberwahnsinn. So angenehm frisch. Wenn man sich hier einmal anguckt, das ist krass. Morgen früh, bisschen Zeit dann die Innenstadt von Reykjavik anzugucken. Überraschend, aber dann ist es so. Lass uns gemeinsam die Bilder angucken. Loving Hood. Okay, ihr habt gesehen, wie lecker der war. Oder wie lecker er zumindest aussah und der war auch genauso lecker. Beyond Meat, immer noch eine der absolut besten Patties, die man so kriegen kann. Jetzt ist es 8:30, 7:45. Es ist immer noch nahezu taghell. In 2,5 Stunden geht die Sonne unter und um 3 Uhr morgens geht sie auch schon wieder auf. Dann versuchen wir doch mal wenigstens ein bisschen zu schlafen, damit morgen genügend Energie und Zeit da ist, die Reykjaviker Innenstadt sich anzuschauen. Cute Doggos. Daher, gute Nacht. Morgen aus Island. Ich bin zum Wale gucken hier. Ich habe jetzt ein paar Stunden Zeit, bis mein Bus zurück zum Flughafen fährt. Es ist 5:45 Uhr morgens oder so. Also 7:45 deutscher Zeit. Noch ist die Zeitumstellung nicht so richtig merkbar im Körper. Deswegen einfach so früh wach. Deswegen aber jetzt auch einfach Zeit, um 6 Uhr morgens sich Reykjavik anzugucken. Es ist frisch. Gut, dass ich die Jacke mit habe. Extra auch noch ein T-Shirt untergezogen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Jetzt gucke ich nicht weiter in diese Kamera, sondern gucke da rechts aufs Wasser, um Wale zu sehen. Hab auch schon welche gesehen, gestern Abend noch. So, also dann, kommt mit mir durch Reykjavik. Das hier ist eine Statue der isländisch-amerikanischen Freundschaft. So eine Statue gibt es auch noch mal in Südflorida. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Schaut vermutlich auch genau nach Südflorida. Das hier heißt Solfa, Sonnenfahrt. Das ist eine moderne Wikingerschiff-Skulptur, wie man sieht, die auf den Atlantik blickt. Darth Vader. Frigate. Resistance. Meine Güte, ich sehe ganz schön müde aus. Prepare for Takeoff. Zack. Ab. Sehe ich selber nicht. Blue Leader. Nice. Danke, Defender. Big Y-Wing. TIE Bomber. TIE Reinforcement. Sabine's Masterpiece.
sie noch einmal. Und das war's. Nur Lieder, passt ja irgendwie. Also Green Lieder oder irgendwas Grünes wäre irgendwie mit einer grünen Insel cooler gewesen. Er hat mir beim Öffnen zugeschaut. Wo schaut er denn hin? Auf zu H&M, sagt er sich, oder was? Beeindruckend. Was für ein schöner Stadtrundgang. Reykjavik ist wirklich schön. Wie sieht meine Kapuze aus? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es ist nämlich immer noch ein bisschen frisch und windig, aber das ist kein Wunder, wenn man wahnsinnig nah am Arctic Circle ist. Endpunkt für eine Main Quest. Dieses Mal bekomme ich. Und da ist man in den USA. Eingecheckt im Hotel. Dahinter, da ist das Convention Center, wo die Regionals stattfinden werden, ab übermorgen. Jetzt muss man erstmal gucken, ob ich irgendwo was anderes außer Spaßgetränke herbekomme. Weil ich gefühlt den ganzen Tag nur Energy Drinks getrunken habe. Aber ich muss auf die Straße achten. Von daher, mal sehen. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht so richtig fassen. Jetzt bin ich in den USA, wegen Star Wars Unlimited. Es ist 20 Uhr, ich bin sackmüde. Es ist alles so groß. Und, es ist hier aber überraschend wenig los. Ich vermute, dass das daran liegt, dass hier Downtown ist. Aber, ihr seht die großen Gebäude da hinter mir. Hier wird es aber sofort mega schnuckelig. Stephen Square, Loring Heights. Das wird sofort super süß. Wir schauen mal, was der Supermarkt einem so liefert. Na, guten Morgen aus Minnesota. Das blendet ein wenig. So viel sieht man gar nicht. Was für eine Nacht. Es ist jetzt 14 Uhr deutscher Zeit. Ich bin, glaube ich, seit ungefähr 3 Stunden wach, habe 4 Stunden Schlaf hinter mir, weil mein Körper natürlich gesagt hat, ey, steh mal trotzdem um 7 Uhr deutsche Zeit auf. Das war anstrengend. Nun gut, ich sitze jetzt hier noch ein bisschen am iPad, bearbeite Interviewfragen und dann geht es gleich nach dem Frühstück nach Rosedale zu Fantasy Flight Games direkt, um dort ein bisschen Karten zu spielen. Keine Ahnung, ey. Um die Welt für ein Kartenspiel. Mega. Erstmal die USA. Da drin, ne?
sitzt Asmodee, da drinnen sitzt Fantasy Flight Games, da drinnen sitzt Siemens Gaming. Netrunner haben sie auch noch draußen dann. Drehtag bei FFG ist vorbei. Es ist 20 vor 7. Leider das Judge Meetup verpasst. Da wollte ich eigentlich vorbeischauen. Supermarkt, Essen holen, dann aufs Hotelzimmer und Beine hoch. Das ist der Plan. Guten Morgen Minneapolis. Der zweite Regional Qualify überhaupt. Star Wars Unlimited. Dieses Mal der auf Seiten der USA. Ich habe natürlich wieder meinen Boba mit dabei. Ich bin einigermaßen ausgeschlafen, habe mich so ein bisschen mit dem Jetlag akklimatisieren können, auch wenn ich mittlerweile, es ist jetzt 8 Uhr morgens, seit 3 Stunden wach bin. Um 10 geht das Turnier los und wir gucken uns doch jetzt einfach schon mal dieses Convention Center an und vergleichen das alles mal, wie es denn mit dem von Fanfinity ausgerichteten Event in Lille zu vergleichen ist. Von daher, let's go! Die Streaming Area, Guild of Padawan Unlimited, and even more streaming area. Okay, this one, and this one. Now is it here? This one. It's Cobb Man. Cobb. Nice. I also want to let you all know that this is the home of FFG. So lots of different devs and faces that you have seen on streams will be here in playing in bounties. We have some members over here, whatever that direction is. They'll be playing bounties within side events and are here to have a talk and interact with you all. 0:2 gegen Vader Gelb. Ich hätte ihn einfach racen sollen. Das war nichts. Ich habe versucht, irgendwie ein bisschen wegzukontrollieren, aber nee. Nächstes Mal einfach direkt Base mit ein. Scheißegal. Will ich das race oder nicht. Ha. Man merkt, dass das Streaming irgendwie, weiß ich nicht, ob es so wichtig genommen wird oder so. Auf jeden Fall gab es in Lille ja sogar eine Streaming Watch Area. Die haben wir hier halt gar nicht. Man hat keine Möglichkeit, sich die Top Tables anzugucken, außer man steht irgendwie dran und versucht dann auf den Tisch zu linsen. Auch ein bisschen schade. Hat Lille besser gemacht. Ganz okay ist, wenn auch überteuertes Mittagessen. Zweite Runde. Wieder 2 verlorene Spiele. Dieses Mal gegen den jungen Hahn zusammen mit Data Vault. Ich wusste schon, das wird nichts. War wieder komplett überwältigend und alles. Naja, dafür war das Essen, was ihr jetzt gerade hier im Hintergrund seht, sehr lecker. Highlight des Tages war bisher ein Nugget zu finden, obwohl ich gedacht hätte, ich hätte alles schon aufgegessen. So, aber jetzt muss ich natürlich gewinnen, weil sonst wird das gar nichts mehr mit Day 2. Als ob es das überhaupt mal geworden wäre. Aber hey, wir schauen. Kann ja nur noch besser werden. Also dann, 7 Runden to go. Match Runde 3, Poe Dameron Data Vault. Das ist der zweite Data Vault, den ich treffe. Erstes Match relativ schnell durchgekommen. Da habe ich dann aber auch irgendwie alles ganz gut getroffen, was so die Indirect Damage macht und Co. War ein paar Surprise Strikes.
Im zweiten Match musste ich 3 Red Assists aus dem Weg schaffen. Eine kam mit Hate That Chip, die zweite, glaube ich, normal und die dritte dann auch normal. War aber ein ganz schöner Akt. Einer von den TIE Fightern, von den 3 Red Assists, hat auch die ganze Zeit überlebt. 1:2 jetzt. Also zumindest ein Sieg ist schon mal dabei. Wir gucken, wie es weitergeht. Technisch gesehen ist noch alles drin. Dieses Mal vorhanden. Wieder gewonnen. Vader 1, Tag in Town. Ich liebe es, wenn bei der Base eine 2 davor steht. Nicht eine 3 wie bei Data Vault. Das war relativ anstrengend. Aber 2:0. Jetzt stehe ich insgesamt 2:2. Noch ist alles drin. Spätestens das nächste Spiel vermutlich verliere ich dann wieder. Aber die Laune ist wieder ein kleines bisschen besser. Ich bin trotzdem sackmüde. Es sind noch 5 Runden. Also nach der nächsten ist die Hälfte geschafft. Schauen wir, was wird. 0:2 Ray Data Vault. Das sind meine Chancen auf Tag 2 gewesen. Überraschung. Jetzt schaffe ich es endlich mal irgendwie nach oben, nach draußen. Um mal ein bisschen Tageslicht abzubekommen und überhaupt die innere Uhr so ein bisschen daran anzupassen. Welche Uhrzeit wir denn wirklich haben. Das Spiel eben, war C, Ray Data Vault. Wusste von Anfang an, dass das irgendwie nichts wird. Dann, so, andere Tür auf. Amerikanische Türen sind weird. Schauen wir das mal. So sieht das hier aus. Überall Kirchen. Wild. Wo war ich? Ja, ich wusste von Anfang an, dass das mit Ray Data Vault nichts wird. Kurz einmal zwischendurch hatte ich irgendwie Hoffnung, aber Confederate Tri-Fighter hat ein bisschen daran gehindert, zu heilen. Aber das war nichts. Also 2:3 jetzt. 2 Siege wären noch schön. Weiter geht's. Es nützt dir nichts. Easy round win. Da haben wir den 3. erspielten Sieg und den 4. laut Tabelle. No-Show-Pause war sehr angenehm. Jetzt gab es eben ein Vader 1 wieder mit Data Vault. Und ich dachte, oh nein, das wird nichts. Ich hatte über die 2 Spiele, die beide zusammen irgendwie 12, 13 Minuten gingen, 3 Schaden auf meiner Base. Gegner hatte keine Chance. Musste den Damage auf die Base nehmen, weil alle seine Einheiten irgendwie nur 1 HP hatten. Und da bleibt nicht viel. So, jetzt gehen wir raus. Hier ist ja auch gerade diese Oddities und Curiosities Konferenz. Vielleicht schauen wir uns die auch noch an. Ja, 40 Minuten Pause. 2 Matches noch. Ein Sieg wäre cool. Damit ich 5:4 am Ende gehe. 2 Siege wären mega cool. Damit ich 6:3 gehe. Wir werden sehen. Einfacher wird es jetzt wieder nicht. Aber ein Sieg mehr, dann bin ich positiv. Ich glaube aber auch, dass jetzt schon so viele Leute gedroppt haben, dass ich auf jeden Fall in der ersten Tabellenhälfte lande. Was ja auch eines dieser Mini-Ziele ist. Von daher, es geht langsam weiter. Ein Glück kann ich dieses Deck mittlerweile nahezu auf Autopilot. 2:0 gegen Sabine ECL. Base Rush. Dann geht's eigentlich ganz gut. Damit habe ich jetzt 4 Spiele, in Klammern 5 Spiele gewonnen, laut Melee Standings. Gehe damit also mindestens 5:4 in diesem Turnier und habe damit eigentlich auch mein Maximalziel erreicht. Wenn ich jetzt auch noch 6:3 gehen würde, wäre das natürlich der Obershit. Aber wir werden sehen. Ich habe an einer 2-stelligen Tischnummer begonnen. Habe jetzt eben an einer 2-stelligen Tischnummer gespielt. Kann aber auch sein, dass das daran liegt, dass mittlerweile einfach so viele gedroppt haben, dass man halt, selbst wenn man nicht so gut ist, einfach bei den 2-stelligen Tischnummern ist.
Habe jetzt noch knapp etwas mehr als 40 Minuten Zeit. Nochmal in die frische Luft, nochmal ein bisschen Tageslicht, auch wenn es aussieht, als ob es bewölkt ist. Eine Runde noch. Dann bin ich aber auch komplett dann. Also Jetlag ist übel. Nachtag, nachdem ich eben beim Hotel war, um mir nochmal schnell eine Cola zu holen. Und die auch teuer ist, aber immer noch günstiger als im Convention Center. Ich mochte das wirklich, wie mein Gegner das Spiel kommentiert hat und Co. Also er hat gesagt, was er macht, er hat gesagt, wie viel Schaden er macht, er hat angesagt, wann ich dran bin, also wann er fertig ist. Ding dong, ding dong. Macht die Kirche. Er hat dann immer gut erzählt, wie viel Damage man gemacht hat, bei wie viel man ist und so weiter und so fort. Mochte ich wirklich, gerade wenn man das manchmal dann auch sieht, dass Leute einfach total stumm spielen. So, ich habe mir wieder ein bisschen Zeit, ich mache einen kleinen Umweg. Und dann letzte Runde. Und dann schauen wir, ob ich 5-4 gehe oder vielleicht 6-3. Und die Platzierung jetzt nach nach der letzten Runde war 207. Dann werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen nach oben gerutscht sein. Mit Glück. Eigentlich müsste es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich das nicht wenigstens im oberen Drittel abschließe. Also von daher schon mal sehr zufrieden. Nice. Die Uhrzeit und der Jetlag fordern ihren Preis. Nicht mal mehr richtig Sätze zusammenbekommen. 1-2 gegen Sabine Data Vault, weil ich mich einfach hardcore verressourced habe. Ich dachte, ich wäre im 4-Ressourcen-Turn, um mit Chancellor erstmal nichts in die Ressourcen zu legen und das dann nachzulegen. Ich war dummerweise im 3-Ressourcen-Turn und dann hast du es mir gegen Sabine natürlich ein bisschen schwierig. Game 2 deutlich besser. Game 3 geht so. Jetzt gehe ich mit 5-4 aus diesem Turnier, was eigentlich was mega ist, dafür, dass ich 0-2 gestartet habe und ich kein guter Spieler bin. Aber ich bin vollkommen groggy. Es geht jetzt ins Hotel und dann wird 12 Stunden durchgeschlafen. Danke, dass ihr dabei wart. Guten Morgen. Minneapolis Regional Qualifier Tag 2. Ausgeschlafen, endlich mal. Wirklich immer noch ärgerlich über diesen einen Ressourcenfehler, den ich gemacht habe. Der halt auch dafür gesorgt hat, dass ich das erste Game so schnell scoopen musste. Aber gut, so ist's. Heute schauen wir einfach mal, wo mich denn der Spieltag so hinführt. Bisschen Ziel vielleicht, bisschen Draft, wäre nett, Twin Suns. Wir schauen einfach mal. Und dann gucken wir, wie viel Price Wall Tickets wir dann am Ende des Tages zusammen haben. Ob es die Savage Oprahs Play mit wird. Oder was auch immer. Und danach gucken wir uns endlich auch Minneapolis mal ein bisschen an, was ich ja eigentlich für Donnerstag eingeplant hatte. Aber gut, dafür habe ich Reykjavik gesehen. Auch cool. Also dann, let's go! Wir warten auf den ersten Draft des Tages. Es füllt sich auch langsam. Viele müde Gesichter. Langsam kommen die Leute auch mit ihren Koffern an. Hier noch einen Judge treffen. Wir schauen, wie der Tag wird.
fährt einfach Black Flag, Death Cab for Cutie, Frank Zappa, Diane Rand, Twin Sarah und, nicht zu vergessen, einstürzende Neubauten. Eat Street, 70 blocks of eating adventure. Das sieht richtig krass lecker aus. Montagmorgen, 8:17 Uhr. Es ist Memorial Day in den USA und mein Wochenende in Minneapolis neigt sich dem Ende zu. Mein Flug geht heute Abend gegen 18:30 Uhr, deswegen kann ich jetzt noch den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen hier rumschäkern und habe gedacht, wo kann man das besser machen als in der Mall of America mit dem größten Indoor-Freizeitpark der Welt. Also werde ich vermutlich gleich noch ein bisschen Achterbahn fahren. Der Flugplatz ist direkt nebenan. Da führt es mich dann heute Nachmittag hin. Fazit. Das war ein ganz fantastischer Trip. Meine innere Uhr ist komplett hinüber. Es ist jetzt, glaube ich, 15:20 Uhr in Deutschland. Ich bin gleichzeitig hellwach, aber auch todmüde. Vermutlich werde ich, oder ich bin froh, dass wenn ich zu den Galactics nach Las Vegas fahre, dass ich da schon am Dienstag ankomme und es deutlich mehr darauf anlegen werde, dass es meine innere Uhr schafft, sich an den Tagesrhythmus zu gewöhnen. Ich sollte vermutlich sogar auch schon in Deutschland damit beginnen, immer etwas später schlafen zu gehen und sich zumindest schon mal leicht darauf einzustellen, wie es denn jetzt in den USA ist. Der Regional Qualifier. Ich bin am Ende 5:4 gegangen und bin mit diesem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden. Also fangen wir bei dem untersten Ziel an, was ich mir setze. Das ist alle 9 Runden spielen. Habe ich erfüllt. Das nächste Ziel ist, in der ersten Hälfte der Teilnehmenden in der Tabelle landen. Habe ich mir auch erfüllt. Passiert meistens irgendwie automatisch, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, wenn man alle Spiele spielt, weil zwischendurch so viele Leute droppen, dass man irgendwie automatisch hochrutscht. Das nächste Ziel ist mindestens 4:5 gehen bei 9 Runden. Das habe ich erfüllt. Das nächste Ziel ist, man setzt sich viele kleine Ziele, damit man das dann irgendwie alles erreichen kann, ist 5:4 gehen, also positiv zu gehen. Auch das habe ich erreicht. Und damit bin ich am Ende auf Platz 170 von 636 Teilnehmenden gelandet. Das ist deutlich die erste Hälfte. Das ist sogar das erste Drittel, weder deutlich noch knapp. Ja, damit bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Da hat mich mein Boba Jabba's Palace wirklich sehr, sehr, sehr weit gebracht. Hätte es noch besser sein können? Ja. Da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, dass hier der Flugplatz direkt nebenan ist. Wir warten kurz. Kommen wir wieder zu dem Thema Jetlag. Die 9. Runde ist dann zur deutschen Uhrzeit 3 Uhr, 4 Uhr nachts, was, wenn man sich nicht komplett darauf eingestellt hat, richtig, richtig übel ist. Und ich habe einen Spielfehler gemacht, der mir, glaube ich, sonst nicht passiert wäre und der mir aber auch wieder gezeigt, also zumindest hat er mir ein Learning gebracht. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ich bin super smart, lass mein Gegenüber eine Ressource legen und ich spiele dann gleich Chums Syndulla. Kann ich eine Ressource nachlegen, weil er ja eine Ressource mehr hat als ich. Dummerweise war ich halt so durcheinander, dass das erst bei 3 Ressourcen war. Und wenn man dann nicht mal mehr einen 3-Ressourcen-Turn auf der Hand hat, wird das alles eine ganz schön schwierige Nummer. Ich habe dann dementsprechend sehr schnell gescoopt und dann das zweite Spiel gewonnen, das dritte dann aber leider nicht mehr. Aber gut, also man sieht 9 Runden bei 7 Stunden Zeitunterschied, ganz schön heftig, wenn man sich darauf nicht eingestellt hat. Grundsätzlich der Vergleich der Regional
Qualifiers. Lille, Minneapolis. Star City Games, Fanfinity. Eigentlich ein kompletter Sieg an Fanfinity. Es mag ein wenig an der Infrastruktur in den USA liegen, aber eine Veranstaltungslocation im zweiten Kellergeschoss ist deutlich anders als eine Veranstaltungslocation im Erdgeschoss mit Tageslicht. Sonntag war es dann auch wirklich ganz schön frisch da unten mit der Klimaanlage. In Lille war es dafür ganz schön warm. Gut, unterschiedliche Sachen. Es gab keine so richtige Viewing Area für die Streams bis zum Finale. On-Demand-Ports wurden eigentlich immer ziemlich schnell voll. Leider ein bisschen schade, dass irgendwie am Sonntag um 14 Uhr schon Abschluss war. Ich hätte gerne noch mehr Twin Suns gespielt, weil das die beste Art und Weise war, irgendwie an Pricewall-Tickets zu kommen. Im Endeffekt hat es jetzt bei mir für eine Playmat gereicht und schon wieder nicht die Executive Sleeves. Aber gut, ist ja nicht so, dass ich nicht schon genügend Playmats habe, aber die Savage Operas Playmat, die wollte ich dann doch noch haben. Ja, es war nett, die ganzen Freunde von Fantasy Flight Games zu sehen, ein paar von den anderen YouTubern und Co., denen mal Hallo zu sagen. So viel eigentlich dazu. Also, eigentlich bestes Turnierergebnis seit langem für mich. Vielleicht hätte Lille genauso laufen können, aber also ich bin im Endeffekt komplett zufrieden mit meiner Leistung. Hätte besser sein können, hätte aber auch viel, viel, viel schlechter sein können. Achso, noch ein wichtiges Learning, habe ich fast vergessen. Ich muss Warm-Up-Games machen. Die ersten 2 Runden habe ich verloren, einfach weil ich gefühlt lange nicht mehr gespielt hatte. Und dafür, dass ich so früh wach war, hätte ich eigentlich noch ein paar Warm-Up-Games einschieben sollen, einfach um wieder ein bisschen in den Groove zu kommen. Aber das habe ich gelernt fürs nächste Mal. Das war es jetzt auch schon fast mit Competitive für dieses Set. Es steht nur noch ein Planetary Qualifier in meinem Kalender. Das ist der in Berlin, weil leider jetzt dieses Wochenende Lübeck und Osnabrück stattfinden. Aber ich halt auch nicht schon wieder weg sein kann, nachdem ich jetzt eine Woche unterwegs war. Und dann bleibt fast nur noch Berlin, was auch irgendwie in Reichweite ist. Und dann stehen wir ja auch schon kurz vor Release vom neuen Set. Und da ist das nächste Competitive Event dann schon die Galactics. Also eigentlich könnte ich jetzt schon langsam damit beginnen herauszufinden, welcher Anführer, welche Base, welches System ich fürs nächste Set spielen soll. Weil ich glaube, Boba Jabba's Palace wird es nicht so richtig mit ins nächste Set reinschaffen. Das muss man ausprobieren. Vielleicht ja doch. Vielleicht richtet die Macht da was aus, aber ich bekomme halt für dieses Deck nicht so richtig Futter nach. Wir haben da die Legacy Run als 5er Drop 3/3, die, wenn sie besiegt wird, 6 Schaden macht, der dann nicht mehr indirekt ist, aber ich könnte zum Beispiel indirekten Schaden, den ich verteilen kann, den könnte ich mir selber darauf verteilen, um dann damit 6 Schaden zu machen. Das muss man einfach ausprobieren. Also es wäre halt irgendwie, ja, eine Karte da rein. Man weiß es nicht so richtig. Ach, Highlight von gestern, ich habe es noch gar nicht erzählt. Im Draft eine Poe-Dameron Showcase gezogen. Damit ist dann jetzt also mein Holdo Poe-Dameron Resistance Deck quasi final und wird jetzt nur noch angepasst, je nachdem, wenn neue Resistance-Einheiten kommen, damit das mehr und mehr thematisch wird. Aber das ist schon mal sehr gut, wenn du zumindest 2 Showcase-Anführer hast. Also der Draft hat sich auch gelohnt. Und sonst ist es das eigentlich zu sagen. So, wir machen uns jetzt noch hier einen Tag in der Mall of America. Also dann, auf nach Hause. Danke, dass ihr mit dabei wart. Peace. Hier an diesem Ort ist Wrestling-Geschichte geschrieben worden. Hier stand der Ring in der ersten Ausgabe von WCW Nitro. Die erste Live-Ausgabe damals in der Mall of America. Von da kam Lex Luger, der eigentlich damals noch bei der WWF unter Vertrag stand. Die WWF hat damals nämlich nur aufgezeichnete
Montagsshows gehabt. Also das war so der erste Shot in den Monday Night Wars, die so die nächsten 3-4 Jahre ging. Wo dann im Endeffekt die WWF siegreich rausging, aber trotzdem hier wurde der erste Schuss gefeuert. Wrestling-Geschichte mal. Bloomington Central Station. Das war's dann erstmal mit dem USA für zumindest diesen Monat.